Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zum ersten Advent zeige ich euch ein ganz besonderes Weihnachtsgebäck. Es wird traditionell seit Hunderten von Jahren in Süddeutschland gebacken, besonders in Schwaben, aber auch in Baden, da wo wir jetzt hier sind. Und in meiner Familie gibt es auch die entsprechenden Model dazu. Und ihr seht es schon, es handelt sich um die berühmten Springerle, die wunderschönen weißen Plätzchen mit Motiven, Weihnachtsmotiven, aber auch anderen Motiven. Sie wurden früher über das ganze Jahr gebacken. Bei uns in der Familie sind die Springerle-Model überliefert worden und ich habe sie von unserer Omi geerbt. Bin ich sehr stolz drauf auf diesen Schatz. Diese Model sind aus dem Jahre, ich schaue mal nach, 1856, es steht hinten drauf, von wem sie genau kommen. Also wirklich Wahnsinn. Und sie werden natürlich kostbar gehütet wie ein Schatz. Und mit diesen Modeln werden wir heute zusammen backen. Das Rezept findet ihr wie immer zum Ausdrucken bei mir auf dem Blog www.sugarprincess.de. Lasst uns starten. Springerle bestehen nur aus wenigen Zutaten. Wir haben hier für das Rezept für ungefähr 25 bis maximal 30 Springerle 2 Eier. Die sollten unbedingt Zimmertemperatur haben, sowie auch alle anderen Zutaten. Auch das Mehl, auch der Puderzucker, alles sollte gleich warm sein. Es darf sogar richtig schön küchenwarm sein oder ofenwarm. Wir geben eine Prise Salz zu den Eiern dazu. Und wir sieben 200 Gramm Puderzucker hier über die Eier. Merry Christmas, baby. Das ist einfach wichtig, damit keine Klümpchen entstehen und damit unsere Masse jetzt wunderschön fluffig, schaumig aufgeschlagen werden kann. Hinzu kommt noch ein Esslöffel Vanillezucker. Das kann selbstgemachter sein, das kann auch einfach dieser im Tütchen sein. Da haben wir noch etwas Vanillegeschmack in den Springerlen. Und ich habe jetzt extra hier meine Küchenmaschine genommen, weil wir die Eier jetzt wirklich lange aufschlagen müssen. Mindestens 10, besser noch 20 Minuten, damit sie wirklich einfach ganz cremig sind und der Zucker sich mit den Eiern komplett verbindet und wir eine wunderbare Masse erhalten. Das ist wichtig bei diesem Rezept. Wenn ihr nur ein Handrührgerät habt, dann müsst ihr auf jeden Fall trotzdem 10 Minuten rühren und dann vielleicht macht ihr eine Pause und rührt einfach nochmal 10 Minuten. Dann habt ihr dasselbe Ergebnis. Wichtig ist auch nicht unbedingt die Rührzeit, sondern wirklich, dass die Masse schön schaumig ist. Also bei einer sehr leistungsstarken Maschine kann es auch mal schneller gehen, in 10 bis 15 Minuten. Und beim Handrührgerät sollten es schon die 20 Minuten sein. Los geht's! Wunderbar. 20 Minuten habe ich jetzt die Masse schlagen lassen mit der Maschine. Die Maschine ist schon etwas warm gelaufen, muss man sagen. Ja, und die Masse ist schön schaumig und so muss es auch sein. Und jetzt sieben wir uns das Mehl auf unsere Arbeitsfläche. Nicht alles. Wir brauchen für das Rezept 250 Gramm Weizenmehl Typ 405. Aber erstmal sieben wir uns nur einen Teil dessen, also am besten erstmal nur 200 Gramm auf die Arbeitsfläche. Dann kann man immer besser entscheiden, wie ist der Teig, muss ich noch was dazugeben oder reicht es so. Das also gerade erstmal beiseite stellen. So, hier habe ich jetzt mein Mehl, wie gesagt 250 Gramm Weizenmehl Typ 405. Und ich gebe jetzt noch zur Sicherheit, das muss man bei diesem Rezept nicht, aber trotzdem mache ich das, weil es auch Tradition so ist, etwas Hirschhornsalz dazu, ein Viertel Teelöffel. Das verrühre ich mir gerade noch ins Mehl mit rein. Und wie gesagt, wenn ihr kein Hirschhornsalz daheim habt, dann könnt ihr das Rezept auch ohne das Hirschhornsalz machen. Es ist nur unbedingt wichtig, wirklich die Masse, die Eier-Zuckermasse sehr gut aufzuschlagen und alle anderen Tipps und Tricks, die jetzt noch folgen werden, zu beachten. So, jetzt sieben wir uns schon mal den Hauptteil des Mehls hier auf die Arbeitsfläche. Bis auf einen Teil, den behalte ich mir zurück. Den kann ich dann eventuell nachher noch unterarbeiten. Und ganz wichtig, dass ihr auch das Mehl siebt, damit es schön locker ist und fluffig. Und jetzt machen wir uns hier vorsichtig eine Kuhle, sodass gleich unsere Eiermasse hier hinein kann. Und das ist wirklich eine ganz traditionelle Zubereitung.
Und bitte verknetet das Mehl nicht in der Küchenmaschine, denn dann verliert der Teig seine unglaublich luftige und zarte Konsistenz. Die können wir nur erreichen, wenn wir hier wirklich diese Kuhle machen. Und jetzt kommt unsere Eiermasse hier hinein. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close. Und jetzt nehme ich hier meinen Spatel und vermische das einfach miteinander. Right where I wanna be. I will be home for a couple of days. Wander around with you. Es geht einfach darum, das Mehl so locker wie möglich unterzuarbeiten. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running. Wenn man jetzt merkt, so, da fehlt noch ein bisschen Mehl, das ist noch zu locker, kann man noch das restliche Mehl darüber sieben. It's Christmas and some kind of love, my friend. Und ihr fragt euch jetzt, wo ist denn jetzt hier der Teig? Der entsteht jetzt noch. Ganz vorsichtig durchkneten. It's Christmas. Ganz sanft. Und wenn er noch zu stark kleben sollte, dann kommt jetzt unser restliches Mehl noch zum Einsatz. Viel ist es nicht mehr, aber das macht es dann wirklich aus. Es soll so luftig wie möglich sein, also erschreckt bitte nicht. Das ist richtig so. Und jetzt hier auch nicht zu lang verkneten, nur so lange, bis sich eben alles wirklich verbunden hat. Wunderbar, nicht lang geknetet. Jetzt schauen wir mal, wie die Teigkonsistenz aussieht, wenn man es so zart knetet. Und so genau sollte es auch aussehen. Also wirklich mit diesen ganz feinen Schichten, dann ist der Teig richtig. Und jetzt können wir uns den Teig ausrollen auf 8 mm Stärke. Dazu habe ich hier meine Rollhölzer. Da nehme ich einfach 5 und 3 und lege die übereinander. Jetzt brauchen wir etwas Mehl. Damit uns nichts anklebt. Darauf jetzt den Teig. Und den möglichst schon so in die Form drücken und dann auch ausrollen, wie eure Model groß sind, dass also wirklich wenig Verschnitt entsteht. Denn dieser Teig mag es nicht, mehrfach ausgerollt zu werden. Also 2-3 Mal Maximum. Dann verliert er einfach an Struktur und das wäre schade drum. Perfekt. Jetzt fahren wir noch mit unserem Spatel hier einmal drunter her, dass beim Ausstechen da nichts anklebt. Mal beiseite rücken. Bisschen Mehl noch drunter. Und wieder hin. Und jetzt ist noch wichtig, dass man die Oberfläche mit etwas Stärkemehl, ich nehme da ganz einfach Speisestärke, abpudert sozusagen. Einfach gerade so ein bisschen draufreiben, damit der Teig nicht in den Modeln hängen bleibt. Und wirklich nur so eine ganz seidige Oberfläche soll das ergeben. Und jetzt können wir ausstechen. Ich habe hier die 2 uralten Model. Eins von 1856, eins von 1876. Und dieses hier, da steht nichts dran, aber da habe ich noch einen Zettel von der Omi. 1856. Da werden wir jetzt unsere Plätzchen ausstechen. Möglichst mit wenig Verschnitt. Und jetzt hier mit Daumen und Zeigefinger, Mittelfinger schönen gleichmäßigen Druck ausüben. Bisschen Abstand lassen, damit wir uns nicht das andere Motiv zerstören. Eindrücken. Wunderbar, gut geworden. Jetzt können wir uns hier die Motive ausschneiden oder rädeln. Und sich immer so ein bisschen vergewissern, ob das alles auch nicht klebt. Das ist ganz wichtig. Wunderschön. Sometimes it's too much to handle. It's like I'm losing control. I'm struggling in the crossroads.
Und so entstehen jetzt nach und nach diese wunderschönen Gebildbrote. Wenn es trocknet, kommt das Motiv auch noch mehr raus. Jetzt kann ich noch mit dem dritten Model arbeiten. Auch ein sehr, sehr schönes, gefällt mir sehr, sehr gut. Gut eindrücken, wieder schneiden. Und ihr seht, da bleibt fast nichts übrig an Verschnitt. Das ist auch gut so. Wunderschön. Den Rest jetzt gerade noch mal verkneten. Einmal kann man noch und dann wird es schwierig, dann wird der Teig nicht mehr die richtige Konsistenz haben. Das heißt, schaut, dass ihr wirklich dann auch auskommt und eure Model dann genau raufpassen auf den Rest des Teiges. So, und bei mir kommen die frisch ausgerädelten, ausgeschnittenen Springerle jetzt auf die Backmatte, weil meine beiden Bleche schon belegt sind mit den Springerlen, die ich schon jetzt einen Tag zuvor hergerichtet habe, damit ich jetzt gleich weitermachen kann und euch zeigen kann, wie sie gebacken werden. Auf jeden Fall gebt ihr sie einfach auf eine Backfolie, auf ein Backpapier oder direkt aufs Backblech. Dann am besten das Backblech mit Butter einstreichen und abmehlen. Dann das Mehl, das restliche abschütteln. Und ganz wichtig jetzt die Anissamen hier auf die Backmatte zu streuen. Und da kommen jetzt die Plätzchen zum Trocknen drauf. Denn dann bleibt der Anis beim Trocknen kleben und wird dann dieses unvergleichliche, schöne Anis-Aroma ergeben. Und ihr seht, teilweise sind sie sehr, sehr gut geworden, teilweise sind sie dann auch nicht so toll, je nachdem, wie der Druck verteilt war. Da ist natürlich wie immer Übung macht den Meister angesagt. Je öfter man sie backt, desto schöner werden sie dann. Und den Anis bitte nicht weglassen, das ist ganz, ganz wichtig für dieses Gebäck. Ohne den Anis wären unsere Springerle keine Springerle. 12 Stunden sollten sie trocknen, ungefähr. Und wie sie dann aussehen, wenn sie getrocknet sind, das zeige ich euch gleich, damit ihr einfach seht, wann sie backbereit sind. So, ich hoffe, ihr seht jetzt gut den Unterschied. Das sind die, die wir jetzt gerade hergestellt haben gemeinsam. Und das sind die bereits 12, ja sogar jetzt schon mehr, 16 Stunden getrockneten. Sie sind etwas weißlicher einfach. Diese hier sehen gelb aus, die frischen. Und wenn man sie jetzt anhebt, dann sieht man, hier unten ist auch noch ein bisschen gelb. Und ringsherum ist so ein weißlicher Rand. Und das zeigt an, ja, jetzt sind sie fertig zum Backen. Gucken wir mal nochmal hier. Ja, und da sieht man es auch ganz genau. Hier ist so ringsrum 2 bis 3 mm dieser weißliche Rand in der Mitte. Ist der Keks noch feucht? Ist das Springerle noch feucht? Und so muss es auch sein, damit dann auch das schöne Füßchen entsteht. Diese hier, die jetzt schon gelagert sind, werde ich jetzt bei 140 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 10 bis 15 Minuten backen. Sie sollten oben noch weiß bleiben und das Füßchen sollte sich bilden und das Füßchen darf so golden, hellgolden abgebacken werden. Und zur Trocknung unserer jetzt gerade hergestellten Plätzchen ist noch zu sagen, sie dürfen auf keinen Fall Zug bekommen. Sie dürfen am besten in einem geschlossenen Raum trocknen und ja, wie gesagt, 12 bis 24 Stunden. Es hängt natürlich von eurer Umgebungsfeuchtigkeit ab, wie schnell die Trocknung vonstatten geht. Und ihr könnt es eben so prüfen, wenn ihr sie dann umdreht nach 12 bis, ja, sagen wir mal 16 Stunden, dass ihr einfach seht, aha, sie sind außenrum weiß und unten ist in der Mitte dann noch so ein gelbes Rechteck. Und das heißt, ja, sie sind fertig zum Backen. Okay, los geht's. Wir backen unsere erste Fuhre Springerle. Merry Christmas, baby. So, nach 15 Minuten sind meine Springerle fertig. Und ihr seht, sie sind fast alle perfekt geworden. Das hier ist ein bisschen schräg, aber ansonsten ist das Füßchen super schön hochgegangen. Ich schaue mal, ob man sie sich leicht lösen lassen, denn dann sind sie nämlich auch fertig.
dann auf keinen Fall länger backen. Und sie sollen oben unbedingt noch weiß bleiben. Und wie gesagt, unten das Füßchen darf so etwas bräunlich aussehen. Ja, und schaut mal, wie schön hier das Motiv jetzt geworden ist. Wunderschön und weiß geblieben. Und hier unten ein schönes Füßchen. So, und hier kommt das zweite Blech. Das hatte ich nur gebuttert und gemehlt. Also ihr seht, das macht keinen Unterschied. Hier sind genauso schöne Füßchen entstanden. Und die sind auch genauso schön bräunlich geworden. Und die Oberfläche ist wunderschön weißlich, so wie es auch sein soll. Und sie lassen sich leicht lösen. Das heißt, sie sind fertig. Perfekt. Sie sind etwas abgekühlt. Ich habe hier einen schon durchgebrochen. Mache das auch nochmal gerne für euch. Da seht ihr, dass er innen drin schön locker ist. Nicht zu hart gebacken, nicht zu stein gebacken. Und ganz wichtig ist, dass diese Kekse eigentlich jetzt noch 3 Wochen lagern müssen, damit sich einfach der Anisgeschmack ganz im Keks ausbreitet. Und dann schmecken sie erst richtig gut. In einer Pappschachtel lagern, nicht in einer Blechdose zunächst, damit die Kekse aus der Umgebung Feuchtigkeit ziehen können, damit sie einfach butterzart werden innen drin. Und sollten sie doch mal steinhart geworden sein, könnt ihr sie in Milch tunken, in Kaffee oder in Kakao. So wird es traditionell gemacht. Das ist hier ganz, ganz bekannt. Und ich probiere den jetzt für euch. Schmeckt jetzt noch nicht so arg nach Anis, aber doch schon so ein bisschen durch die Anissamen, die hier unten ja angeklebt sind. Und wenn man sie dann diese 3 Wochen gelagert hat, dann sind sie halt komplett durchgezogen mit Anisgeschmack und so ein bisschen ganz hauchzart nach Vanille. Oh, einfach super lecker. Müsst ihr unbedingt einmal probieren. Das waren die wunderschönen, traditionsreichen Springerle. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr backt sie einmal nach. Es ist wirklich ein wunderschönes Gebäck. Man kann sie auch bemalen, mit Lebensmittelfarben natürlich. Man kann sie auch vor dem Backen noch durchlöchern und dann nach dem Backen einen Seidenfaden durchziehen und sie am Christbaum aufhängen. Viel Spaß euch also beim Nachbacken und bitte vergesst auch nicht, bei mir auf dem Blog vorbeizuschauen. Ab dem 1. Dezember gibt es wieder den Sugar Princess Christmas Cookie Club mit vielen, vielen Rezepten und hoffentlich auch ein paar Gewinnen. Ich weiß es noch nicht, ich verrate es nicht. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Sonntag hier wieder um 10 Uhr zu einem neuen Video. Bis dahin macht's gut, bleibt alle gesund und tschüss! Merry Christmas, babe.